Hi, ich bin's wieder, euer Marc, und heute melde ich mich nicht wie gewohnt aus der Fertigung, sondern aus dem Office. Und das hat einen bestimmten Grund. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch eure X22 Motorspindel schnell und einfach selbst konfigurieren könnt. Der Konfigurator findet sich bei uns im Online-Shop und das möchte ich euch jetzt hier am PC einmal zeigen. Dazu rufen wir als allererstes den Online-Shop auf, indem wir shop.spinergy.de im Suchfenster des Browsers eingeben. Hier oben im Header findet ihr die Produktkategorien, über die ihr von jeder Unterseite schnell zu X22 oder dem Zubehör gelangt. Zusätzlich könnt ihr hier die Sprache auf Englisch umstellen, könnt euch in eurem Konto anmelden und seht jederzeit euren Warenkorb. Um euch die Auswahl der Spindel so einfach wie möglich zu machen, haben wir auf der Startseite die X22 bereits in die zwei Kühlarten Flüssigkeits- und Luftkühlung unterteilt. Wenn ihr bereits wisst, welche Kühlart für euch interessant ist, klickt einfach hier auf Anzeigen und ihr gelangt zu den Spindeln der jeweiligen Kategorie. Auf dieser Seite erfolgt dann die Unterteilung in die jeweilige Art des Werkzeugwechsels und ihr könnt euch einen Überblick verschaffen, welche Werkzeugschnittstellen möglich sind. Durch Scrollen gelangt ihr von der flüssigkeitsgekühlten X22 mit automatischem Werkzeugwechsel über die halbautomatischen Wechslerspindeln zu den flüssigkeitsgekühlten Spindeln mit manuellem Werkzeugwechsel. Bei den Spindeln mit Luftkühlung ist der Aufbau der Seite identisch. Wer bereits eine genauere Vorstellung seiner Spindel hat und neben der Kühlart bereits weiß, welche Art des Werkzeugwechsels in Frage kommt, gelangt über die Startseite noch schneller zu seiner Wunschspindel. Dazu gehen wir auf die Startseite zurück und scrollen etwas runter. Hier seht ihr direkt die Unterteilung in automatisch, halbautomatisch und manuell, jeweils für die Flüssigkeits- und Luftkühlung. Wir möchten uns jetzt eine X22 mit Flüssigkeitskühlung und automatischem Werkzeugwechsel konfigurieren. Dazu scrollen wir wieder hoch, klicken hier auf Anzeigen und gelangen zur Unterkategorie, wo wir die Werkzeugschnittstellen auswählen können. Dort wählen wir die Schnittstelle SK20. Hier gelangen wir über Mehr erfahren zu der Spindel in Grundausstattung und über Konfigurieren direkt zum Konfigurator. Wir klicken jetzt erst einmal auf Mehr erfahren. Die Grundausstattungen sind von uns vorkonfigurierte Spindeln, die ihr euch so in den Warenkorb legen oder von der aus ihr euch eure Wunschspindel selbst konfigurieren könnt. Welche Optionen die Spindel in Grundausstattung beinhaltet, könnt ihr hier unten in der Beschreibung nachlesen. Dort findet ihr auch die Vorteile der jeweiligen Spindel, den Lieferumfang und hier ganz unten verschiedenste Downloads, wie das 3D-Modell, die technische Zeichnung, die Betriebsanleitung oder das 3D-Modell zur Darstellung im PDF-Reader. Wir wollen die Spindel jetzt aber mit weiteren Optionen ausstatten. Dazu könnt ihr hier auf Konfigurieren klicken und wir befinden uns im Konfigurator der Spindel. Hier im Konfigurator auf der linken Seite könnt ihr über die Pfeiltasten zwischen den verschiedenen Ansichten der Spindel wechseln. Und auf der rechten Seite findet ihr die verschiedenen Kategorien zur Konfiguration eurer Spindel, in der aktuell die Optionen der Grundausstattung vorausgewählt sind. Beginnen wir mit dem Motor. Aktuell ist hier der 2,2 kW 230 Volt Zweipolmotor ausgewählt. Wir möchten allerdings einen Vierpolmotor, da in unserem Fall beispielsweise mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich benötigt wird. Wenn ich mit dem Cursor auf den jeweiligen Motor gehe, wird mir die Bezeichnung sowie der Aufpreis angezeigt. Diesen wähle ich aus und wie ihr seht, passt sich der Gesamtpreis unserer Spindel automatisch an. Dadurch habt ihr jederzeit die Kosten im Blick. Machen wir weiter mit der maximalen Drehzahl. Für unsere Anwendung benötigen wir die 30.000 Umdrehungen pro Minute. Diese sind bereits vorausgewählt und im Preis inbegriffen. Beim vorderen Lager wähle ich ein Hybrid- bzw. Keramiklager, da dieses nochmal eine längere Lebensdauer gegenüber den Stahllagern hat. Das hintere Lager belasse ich so, könnte ich aber auch in der Hybridausführung wählen. Kommen wir zur Temperatursensorik der Spindel.
Am Wickelkopf des Motors ist eine Überwachung der Temperatur bereits in der Grundausstattung inbegriffen. Ihr könnt das aber auch oder aber einen Sensor zur Messung der Temperatur zuwählen. Für diesen Fall behalte ich die reine Temperaturüberwachung bei. Allerdings ist mir eine Messung der Temperatur am vorderen Lager wichtig, weshalb ich hier die Temperaturmessung auswähle. Am hinteren Lager hingegen benötigen wir keine Temperaturüberwachung und wähle dementsprechend nichts aus. Als nächstes folgt die Auswahl des Drehzahlsensors. In einer X22 mit automatischem Werkzeugwechsel ist der induktive Drehzahlsensor bereits in der Grundausstattung inbegriffen. Ich kann die Spindel aber auf einen Encoder upgraden, um die absolute Position der Welle rückführen zu können, was vor allem beim Gewindeschneiden von Vorteil ist. Für unsere Anwendung ist das notwendig und ich wähle diesen aus. Schließlich kann ich noch die Sensoren zur Überwachung der Spannstellung abwählen, die mir rückmelden, ob ein Werkzeug gespannt ist oder nicht. Allerdings ist hier die klare Empfehlung, die Spannposition zu überwachen, daher behalte ich diese Option bei. Abschließend können noch Motor- und Sensorstecker sowie die Anschlüsse für Kühlmittel und Pneumatik in der gewinkelten Ausführung gewählt werden, wenn die Konstruktion der Maschine dies fordert. Ich nehme hier aber auch die Grundausstattung mit den geraden Anschlüssen. Die Konfiguration unserer Wunschspindel ist somit abgeschlossen und über den Button Zusammenfassung könnt ihr euch die gewählte Option nochmal anzeigen lassen und die Spindel danach in den Warenkorb legen. Solltet ihr an der Konfiguration noch etwas ändern wollen, könnt ihr das jederzeit, indem ihr hier oben auf das Symbol klickt und dann Bearbeiten wählt. Das passende Zubehör, das ihr zum Betrieb eurer Spindel benötigt, könnt ihr dann auch noch direkt auswählen, indem ihr über den Schnellzugriff die Zubehörseite öffnet. Dort gelangt ihr dann zu den Unterkategorien Ansteuerung, Kühlung und Spannmittel. Wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr lediglich zur Kasse gehen, euch anmelden oder eure Kundendaten eingeben und Versandart sowie die Zahlungsweise wählen. Wir empfehlen hier ganz klar die Abholung vor Ort, denn dann ist der Kaffee inklusive. So, jetzt sind wir einmal alles durchgegangen und ihr habt alles gesehen, was ihr zum Konfigurieren eurer Wunschspindel wissen müsst. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns im Shop vorbeischaut und den Konfigurator einmal ausprobiert. Wenn ihr noch Fragen zum Konfigurator habt, schreibt es gerne in die Kommentare, auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten, wenn ihr noch Beratung benötigt, ruft uns gerne an, wir helfen euch gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.